Gitarrendoppeln ist ganz einfach. Und wie das geht und wie man es noch ein bisschen besser machen kann, das zeige ich dir nach dem Intro. Tag und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Behind the Tracks. Ich bin Jonas vom recordingblog.com und freue mich, dass du eingeschaltet hast. Heute unser Thema Gitarrendoppeln und wir schauen uns am Beispiel meines Patterns, was ich hier vorbereitet habe, ein paar verschiedene Varianten, wie man Gitarren gut doppeln kann, an und am Schluss verrate ich noch einen Trick, wie man beim letzten Refrain nochmal richtig einen oben drauflegen kann. Aber schauen wir uns zunächst mal das Pattern an. Im Moment klingt es so. Einfach eine schöne Akustikgitarre, ein Bass mit einem durchlaufenden Pattern und ein Schlagzeug, was ich rudimentär aufgenommen habe. Im Moment das Ganze Mono und wenn man mit dem Doppeln von Gitarren etwas erzielen möchte, sei es bei Akustikgitarren oder das Ganze hier ist auch übertragbar auf verzerrte Gitarren im E-Gitarrenbereich, dann möchte man natürlich, dass die Gitarre etwas größer klingt und das vor allem im Stereopanorama. Das ist, wenn man jetzt nur eine Gitarrenspur zur Verfügung hat, relativ einfach. Man erstellt sich eine weitere Spur, das habe ich hier schon mal gemacht und habe sie Gitarre Mitte doppelt genannt. Und ziehe jetzt einfach mal hier das Pattern nochmal rein, was ich schon mal gespielt habe. Und jetzt wäre es im Prinzip nur doppelt so laut, weil ich die Spur ja zweimal habe. Aber die Besonderheit bei dieser Doppelungsspur ist, dass ich hier ein Delay reingeladen habe. Und mit diesem Delay verzögere ich jetzt, ich habe hier das Tempo-Sync mal ausgeschaltet, verzögere ich auf der linken Seite das Signal um 10 Millisekunden und auf der rechten Seite um 15 Millisekunden. Das heißt, wir haben zwar das gleiche Signal, aber es ist links und rechts jeweils ein bisschen unterschiedlich verzögert. Und im Output-Mix habe ich hier 100% eingestellt, damit wir auch wirklich nur das verzögerte Signal links und rechts haben. Und das Ganze klingt jetzt, dieses einfache Doppeln per Plugin klingt im Moment so. Ihr habt es gemerkt, das Signal springt sofort aus der Mitte nach links und rechts außen weiter und wir kriegen eine schöne Stereobreite. Das ist ein relativ einfacher Trick, wie man so ein Signal, ohne jetzt doppelte Gitarren einzuspielen, nochmal verbreitern kann. Aber die Königsklasse beim Doppeln ist natürlich, dass man tatsächlich das Pattern, was man aufgenommen hat, nochmal doppelt einspielt. Das habe ich hier im Markerbereich 2 mal gemacht, habe hier auf der linken und auf der rechten Seite das gleiche nochmal eingespielt und ihr werdet feststellen, dass das Signal deutlich seidiger klingt, deutlich weicher, feiner. Wir haben jetzt hier 3 Gitarren und die unterschiedlichen Schwingungen der Saiten, das leicht unterschiedliche Timing, was ich beim Einspielen genutzt habe und so weiter, sorgt dafür, dass wir hier einen deutlich seidigeren Eindruck bekommen und einen breiteren Stereo-Eindruck. Ich mache die beiden Gitarren mal aus und dann schalte ich sie passend dazu. Los geht's. Ja, klingt sofort viel, viel schöner. Wenn du mich fragst, brauchst du noch nicht mal mehr einen Synthesizer, um das Ganze noch aufzufüllen oder so. Es kriegt richtig schön Breite und das ganze Signal wird größer, als es eigentlich ist und verteilt sich einfach toll im Panorama. Wenn man das Ganze jetzt nochmal steigern möchte, dann kann man einen Trick machen, den ich mir mal irgendwo abgeguckt habe. Ich weiß gar nicht mehr, wo ich das gemacht habe. Indem man nämlich beim Doppeln nicht auf der Links- und Rechtsaußenspur das gleiche spielt, sondern ich habe hier auf der linken Spur außen zwar das gleiche gespielt, wie ich auch auf der Hauptspur gemacht habe, aber auf der rechten Seite habe ich mir einen Capodaster aufgeschnallt und habe einfach mal 5 Bünde höher gespielt. Und wir hören mal kurz rein, wie die linke Spur klingt. Das ist ja eine Doppelung von dem, was wir vorher schon eingespielt haben. Kann man ganz gut hören, dass ich auf der rechten Seite eine Lage höher gespielt habe. Es sind die gleichen Akkorde, es ist der gleiche Rhythmus, aber es ist im Prinzip eine Lage höher. Und wenn ich die Gitarren mal nur solo schalte, dann werdet ihr sehen, dass es noch ein etwas seidigeres Klangbild hat, als es schon vorher beim Doppeln mit den gleichen, in der gleichen Lage und mit den gleichen Akkorden hatte.
Das ist vor allem ein Ding, wenn man so doppelt, das heißt, dass man links und rechts außen nicht unbedingt das gleiche spielt wie in der Mitte, ist das was ganz Besonderes, vor allem wenn man verzerrte Gitarren hat. Dadurch kann man das Klangbild noch viel, viel fetter machen. Ich glaube, Rammstein arbeiten unter anderem so, dass sie zwar dieselben Akkorde spielen, aber eben unterschiedliche Lagen bedienen. Und hier im Akustikbereich klingt es einfach ganz, ganz toll. Und man kann das Ganze noch steigern, indem man eben links und rechts außen gar nicht dasselbe spielt, also zumindest nicht in derselben Lage wie in der Hauptstimme. Und das habe ich hier mal im Markerbereich 4 gemacht, habe hier also die hohe Gitarre, die ich gerade schon vorgeführt habe, und habe da nochmal eine drüber gespielt, die ich jetzt auf der, heißt jetzt zwar rechts, aber auf der linken Seite eingesetzt habe. Und die rechte Seite klingt im Moment so. Eine Lage höher. Ergänzen sich schön, spielen ja den gleichen Rhythmus auch die gleichen Akkorde. Und wenn ich das Ganze jetzt mal zunächst nur die Gitarren anmache und dann mit dem Playback, also mit dem Bass und dem Schlagzeug dazu abspiele, dann werdet ihr sehen, wie das Ganze noch ein bisschen feiner klingt. Und im gesamten Mix, je komplexer der Mix ist, umso besser ist es, wenn die Gitarren nicht alle dasselbe spielen. Dann setzen sie sich nochmal ein bisschen voneinander ab. Sie haben ein unterschiedliches Frequenzspektrum, was sie bedienen. Und links und rechts außen kommen sie dann auch anderen Instrumenten nicht in die Quere. Das heißt, wenn ihr wirklich im dichten Mix doppeln wollt, dann könnt ihr das gleiche spielen, also doppeln mit den tatsächlich exakt gleichen Akkorden durchaus nehmen. Wenn ihr nur mit der Akustikgitarre zusammenarbeitet, sollten noch weitere Instrumente dazukommen, dann macht es Sinn, da tatsächlich in unterschiedlichen Lagen zu spielen und dadurch das Stereobild weiter aufzubrechen. Aber erstmal die Gitarren akustisch allein und dann schalte ich das Playback dazu. Sehr schön. Also so gefällt es mir richtig gut. Und jetzt kommen wir zum Spezialtrick. Stellen wir uns vor, wir kommen zum letzten Refrain und wollen noch mal ein kleines bisschen Zuckerguss oben drauf machen, wollen noch ein zusätzliches Element reinbringen. Und so viel darf ich verraten, das hat nichts mit Doppeln zu tun, zumindest nicht mit echtem Doppeln. Denn eine weitere Gitarre würde ich jetzt noch mit reinbringen. Und ich schalte sie einfach mal dazu und ihr könnt dann mal überlegen, was ich gemacht habe. Ich schalte die hier mal auf Mute und dann hören wir mal kurz rein und dann drücke ich sie dazu. Ja, genau, ich stelle sie nochmal auf Solo, dann kann man es vielleicht ein bisschen besser hören. Genau. Ich habe ein Arpeggio gemacht. Ich habe die gleichen Akkorde genommen, habe eine relativ hohe Lage genommen und habe ein Arpeggio, also den aufgebrochenen Akkord in Einzelnoten dazu gespielt. Und dadurch, dass wir im Prinzip beim Grundpattern von den Akustikgitarren ein relativ rhythmisches Pattern haben und jetzt so ein fließendes Arpeggio da reinkriegen, macht das nochmal das Ganze, verbindet das Ganze nochmal und gibt so einen schönen, wohligen Effekt und verbindet alle Instrumente nochmal zu einem Gesamten. Das war's von meiner Seite. Wenn es dir gefallen hat, gib einen Daumen nach oben. Ich werde alle Stems, die du hier gesehen hast, nochmal auf die Seite stellen, recordingblog.com, da findest du alle Stems zum Runterladen unterhalb des Blog-Eintrages zu diesem Tutorial und dann kannst du nochmal selber experimentieren oder dir anhören, was ich genau gespielt habe. 85 Beats ist das Tempo und ja, viel Spaß beim Nachmachen, beim Mitmachen und wenn es dir gefallen hat, lass ein Abo da, ist komplett kostenfrei und wenn du magst, sehen wir uns nächste Woche wieder. Bis dahin wünsche ich dir die beste Woche, die du haben kannst. Mach's gut und Yassou!